Die feste Coburg, auch die Fränkische Krone genannt, erhebt sich mit ihren gewaltigen Wehrmauern, Türmen und Gebäuden hoch über der Stadt. Weithin sichtbar beherrscht sie nicht nur das Stadtbild, sondern die ganze Landschaft im weiten Umkreis. Die feste Coburg, auf einer Berghöhe gelegen, gehört zu den größten Burganlagen Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die feste Coburg und in diesem Video möchte ich euch Spannendes über die Herzöge von Sachsen, Coburg und Gotha erzählen und ich zeige euch die herzoglichen Wohnräume und Gästeappartements. (1056) wurde Coburg erstmals urkundlich erwähnt. Die Anfänge der heutigen Burganlage fallen in die Zeit der Staufer, Anfang des 13. Jahrhunderts. Eine kulturelle Blüte brachte die Epoche zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als die sächsischen Kurfürsten ihr Schloss für häufige Aufenthalte nutzten. Im 19. Jahrhundert begannen die Herzöge von Sachsen, Coburg und Gotha dort Kunstsammlungen von Weltrang einzurichten. Hier ist die Brücke über den ehemaligen Wallgraben und das barocke Prunktor aus dem Jahr 1671 zu sehen. Die ältesten Bauteile stammen aus dem 12. Jahrhundert. Bis 1248 war die Burg im Besitz der Herzöge von Andechs-Maranien. Ihnen folgten die hochfreien Grafen von Henneberg. 1353 fiel die Feste als Erbschaft an den Markgrafen Friedrich den Strengen von Meißen aus dem Haus Wettin. Bei der Erbteilung 1485, bei der sich die Wettiner in die ernestinische Linie zu Wittenberg und die albertinische Linie zu Leipzig und Dresden spalteten, kam die feste Coburg wie auch der thüringische Besitz an die ernestinische Linie. Nach einem Brand wurden zwischen 1501 und 1508 Fürstenbau und Burgkapelle neu errichtet. Die große Hofstube, der Bankettsaal im ersten Stock der sogenannten Steinernen Kemenate wurde ebenfalls zwischen 1501 und 1504 erneuert. Nach der Verlegung der Hofhaltung in die Stadt im 16. Jahrhundert diente die Feste nunmehr als Landesfestung. Ein berühmter Gast war 1530 der Reformator Martin Luther, der während des Augsburger Reichstages hier an seiner Bibelübersetzung arbeitete. Im 18. Jahrhundert geriet die Burganlage allmählich in Verfall. Im Zuge der romantischen Neubewertung des Mittelalters und seiner Burgen ließen Herzog Ernst I. und später sein Sohn Ernst II. Ab 1838 die Wohnräume im Fürstenbau und in der Steinernen Kemenate im neugotischen Stil zur Aufnahme von Altertümer und Waffen umgestalten. Ab 1906 gestaltete der Burgenhistoriker und Architekt Bodo Ebhardt die Anlage weiter um. Durch das Treppenhaus gelangt man in die erste Etage des Fürstenbaus. Der Korridor wurde zu Zeiten Herzog Karl Eduards Fremdenkorridor genannt, weil auf dieser Etage die Appartements der Gäste eingerichtet waren. An den Wänden finden sich Gemälde und Büsten von Mitgliedern der herzoglichen Familie, ihrer Verwandten und Vorfahren aus dem Haus Wettin. Das Bildnis zeigt das Herzogspaar Auguste Caroline Sophie, geborene Prinzessin von Reuß, und Franz Friedrich Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld, kurz nach dem Regierungsantritt. Franz Friedrich Anton bereicherte in seiner Zeit als Erbprinz die herzoglichen Sammlungen um das bedeutende Kupferstichkabinett. Durch geschickte Heiratspolitik gelangten seine Kinder und Enkelkinder in den folgenden Jahrzehnten in fast alle europäischen Herrscherhäuser.
Den Ordensstern des russischen Sankt Andreas-Ordens auf seiner Brust hat ihn vermutlich Zar Paul verliehen, nachdem die Coburger Prinzessin Juliane 1796 mit dem russischen Großfürsten Konstantin verheiratet worden war. Das Adelsgeschlecht der Wettiner begann in der Mitte des 15. Jahrhunderts damit, seinen Stammbaum auf den berühmten Sachsenherzog Widukind zurückzuführen. Widukind war ein bedeutender Gegenspieler Karls des Großen gewesen und angeblich mit dem Geschlecht der Ottonen, den Nachfolgern der Karolinger, verwandt. Der Coburger Stammbaum, der bereits 1840 im Fürstenbau hing, führt bis zu Herzog Franz Friedrich Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Teile des Fürstentums Coburg wurden 1735 mit Saalfeld vereinigt, zu Sachsen-Coburg-Saalfeld, das aus 2 getrennten Gebieten bestehend von Christian Ernst in Saalfeld und Franz Josias, nun residierend in Coburg, gemeinschaftlich regiert wurde. Christian Ernst starb 1745. Sein Landesteil fiel an Franz Josias, der nunmehr allein regierte. 1764 übernahm Sohn Ernst Friedrich die Regierung im stark verschuldeten Sachsen-Coburg-Saalfeld. Die Finanzlage verschlechterte sich noch weiter, so dass es bis 1802 zu einer Zwangsschuldenverwaltung durch eine kaiserliche Kommission kam. Auf Ernst Friedrich folgte 1800 in der Landesherrschaft sein Sohn, Herzog Franz Friedrich Anton. In seiner kurzen Herrschaft ließ er zwar durch einen Fachmann die Finanzen wieder ziemlich in Ordnung bringen, aber die erdrückende Abgabenlast führte zu einem Aufstand, gegen den Kursachsen einschritt. Die angespannte Finanzlage hielt Franz Friedrich Anton jedenfalls nicht davon ab, eifrig Grafiken und Bücher zu sammeln. Die Kupferstichsammlung auf der Feste geht auf ihn zurück. Sie genießt mit ihren über 300.000 Blättern Weltruf. Das grafische Werk Ranachs, Dürers und Rembrandts ist nahezu lückenlos vertreten. Prinzessin Sophie von Sachsen-Hildburghausen, die er 1776 heiratete, starb noch im selben Jahr. Ein Jahr später heiratete er Gräfin Auguste Reuß zu Ebersdorf. Mit ihr hatte er 10 Kinder, von denen 7 das Erwachsenenalter erreichten. Nun führte er eine bemerkenswerte Heiratspolitik zu einem ganz außerordentlichen dynastischen Aufstieg dieses nach seinen Besitzungen doch recht kleinen Herzogshauses. Coburger regierten neben dem Herzogtum die Königreiche Belgien, Portugal, Großbritannien und Bulgarien. Mit nahezu allen anderen Herrscherhäusern Europas waren sie mehr oder weniger eng verwandt. Vom Fremdenkorridor aus betritt man die Schanzenzimmer. Die beiden Räume waren als Wohn- und Schlafzimmer mit eingebautem Bad und Toilette für den Privatlehrer der Kinder des Herzogs Karl Eduard eingerichtet. Dr. Wolfgang Schanze unterrichtete die Prinzen und Prinzessinnen von 1923 bis 1928. Heute ist hier die Kleidung aus herzoglichem Besitz ausgestellt, darunter die um 1820 wahrscheinlich in Wien gefertigte Hofschleppe der Herzogin Luise, der ersten Frau von Herzog Ernst I. Juliane, Tochter von Franz Friedrich Anton und Auguste, wurde als Anna Feodorowna die Frau Konstantins. Er war ein jüngerer Bruder des russischen Zaren Alexander. Die Ehe hielt jedoch nur 6 Jahre. Prinz Ferdinand heiratete die ungarische Maria Antonie von Koháry, wozu er katholisch und sie vom Kaiser im Rang erhöht wurde. Aus diesem katholischen Zweig Sachsen-Coburg-Koháry gingen Könige von Portugal und Zaren von Bulgarien hervor. Tochter Victoria heiratete 1818 Herzog Edward von Kent und wurde Mutter der Königin Victoria von Großbritannien und Irland.
Sohn Leopold heiratete 1816 die Kronprinzessin Charlotte von Großbritannien und Irland, die ein Jahr später eine Totgeburt hatte und im Kindbett starb. Er wurde später 1831 König der Belgier. Erbprinz Ernst III. Heiratete die Erbprinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg, was allerdings nicht gut ging. Die einzige Erbin des letzten Herzogs von Sachsen-Gotha-Altenburg, Prinzessin Luise, war seit 1817 mit Herzog Ernst III. Von Sachsen-Coburg-Saalfeld verheiratet. Die Zweckehe war seit längerem zerrüttet und wurde am 31. März 1826 geschieden. Im Rahmen der Länderneuaufteilung gab Herzog Ernst III. Saalfeld an Sachsen-Meiningen ab, behielt das Herzogtum Coburg und bekam das Herzogtum Gotha hinzu. Es entstand das neue Doppelherzogtum Sachsen, Coburg und Gotha. Ernst III. Wurde sein erster Herzog und nannte sich nun Ernst I. Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha. Die zwei Herzogtümer machten manches schwieriger und kostspieliger, als wenn man einen Einheitsstaat gehabt hätte. Jedes Jahr residierte der herzogliche Hof einschließlich Regierung abwechselnd in jeder der beiden Residenzstädte, die rund 100 Kilometer auseinander lagen. Herzog Ernst I. hatte aus seiner ersten Ehe zwei Söhne, die Prinzen Ernst, später Herzog Ernst II. Und Albert. Ernst II. Folgte seinem Vater im Doppelherzogtum. Albert heiratete seine Cousine Königin Victoria von Großbritannien und Irland, womit Sachsen-Coburg-Gotha der offizielle Name des britischen Königshauses wurde, bis zur Umbenennung in Windsor 1917. Die badische Prinzessin Alexandrine heiratete 1842 den Coburger Erbprinzen und späteren Herzog Ernst II. Das Porträt zeigt die Prinzessin in einem Wintergarten stehend. Vermutlich entstand das Bild aus Anlass der Vermählung. Als Hochzeitsgeschenk für seine Braut hatte Ernst II. Von seinem Vater, Herzog Ernst I., Schloss Callenberg zur Wohnung erhalten. Das ehemalige Wohnzimmer der Gästewohnung hat die Form einer Bohlenstube, wie sie in der Zeit um 1500 beliebt war. Unterzug und Stützen gehören noch zum Bestand des im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts erneuerten Fürstenbaus. Der Kachelofen im altdeutschen Stil zeigt oben die Evangelisten, unten Herkules und den legendären König und Jäger Nimrod. Heute wird hier beispielhaft fürstliches Speisen dargestellt. Möbel, Porzellan und Glas datieren teilweise ins 18. Jahrhundert. Während die schwarz gebeizten Nussbaumlehnstühle wohl italienischen Ursprungs und aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind, wird das Service um 1820 datiert. Es gehörte Leopold von Sachsen, Coburg und Gotha, dem späteren König von Belgien. König Leopold I., jüngster Sohn von Herzog Franz von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Auguste von Reuß-Ebersdorf, war General in russischen Diensten und berühmter Held in den Befreiungskriegen. Er war klug, galant und charmant. 1815 kam er im Gefolge des Zaren Alexander nach England. Die britische Thronanwärterin Charlotte, Tochter des späteren Königs Georg IV., verliebte sich in ihn. 1816 wurde geheiratet, doch das junge Glück endete ein Jahr darauf mit einer Totgeburt und Tod der Mutter, und die Thronfolge war wieder offen. Nun bahnte Leopold die Heirat seiner Schwester Victoria mit dem Herzog von Kent an. Dass deren Tochter, die spätere britische Königin Victoria, dann eine Generation später seinen Neffen, ihren Vetter Albert von Sachsen, Coburg und Gotha kennen und lieben lernte und heiratete, daran war er wiederum nicht unbeteiligt.
1830 wurde Leopold die griechische Königskrone angetragen, doch er lehnte ab. Seinerzeit erhoben sich die spanischen Niederlande und lösten sich vom Königreich Holland, um in Brüssel einen eigenen Staat unter dem neuen Namen Belgien auszurufen. In Belgien zum König gewählt, legte er den Eid auf die belgische Verfassung am 21. Juli 1831 ab. Es war eine gute Wahl, wie sich erweisen sollte, denn der frisch gebackene Monarch betrieb vom ersten Tage an eine auf internationalen Ausgleich gerichtete Friedenspolitik. Königlicher Regierungssitz wurde das Brüsseler Stadtschloss. Die 4 Figurenläufe der Bodenstanduhr mit Automatenwerk aus dem 18. Jahrhundert stellen Soldaten- und Jagdszenen dar. Über dem Tisch hängt ein dekorativer Leuchter, der wahrscheinlich nach einem Entwurf des Architekten Bodo Ebert aus Krähenfüßen zusammengesetzt ist. Diese wurden von den Verteidigern einer Burg auf die Zugangswege herabgeworfen, um Angreifer beim Vorrücken zu behindern. Das angrenzende Gästeschlafzimmer beherbergt heute eine kleine Auswahl der Münzsammlung der Feste Coburg. Eine Vitrine zeigt ausschließlich goldene Medaillen aus dem 19. Jahrhundert, vorwiegend russischer, aber auch englischer, deutscher oder italienischer Herkunft. Solche Medaillen wurden zu besonderen Anlässen geprägt und meist als kostbare Geschenke an Verwandte oder hohe Gäste verteilt. Eine zweite Vitrine präsentiert in einer Auswahl von Silberprägungen die Münzgeschichte Sachsen-Coburgs vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des Herzogtums 1918. An der Wand sieht man das barocke Porträt des Kanzlers Johann Conrad von Scheres, der mit seinem Vermögen, zu dem auch eine Münzsammlung gehörte, eine wohltätige Stiftung errichtet hatte. Aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammt der für die Aufbewahrung der Sammlung gefertigte Münzschrank. 1860 erwarb Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha die Münzsammlung und überführte sie in den herzoglichen Kunstbesitz. Der Weg zum ehemaligen Ankleidezimmer führt am Gästebad vorbei, dessen originale Ausstattung aus der Zeit um 1920 noch vollständig erhalten ist. Das Ankleidezimmer dient heute als Ordenskabinett. Die Porträts zeigen Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld und den mit Orden geradezu übersäten Zaren Ferdinand von Bulgarien. Die ausgestellten Orden wurden alle von Mitgliedern der Familie Sachsen-Coburg und Gotha getragen. Zu den bedeutenden gehört der Schwarze Adlerorden und der Sächsische Sankt Heinrichsorden. Ein weiteres herausragendes Objekt ist der Flottenadmiralsstab aus dem Besitz von Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha. Der Stab ist aus Gold gefertigt und wird von einer Statue des heiligen Georg, dem Schutzpatron Englands, geziert. Alfred war 1893 zum Admiral ernannt worden. Den Stab schenkte ihm seine Mutter, Queen Victoria, anlässlich ihres 60-jährigen Thronjubiläums im Jahre 1897. An der Innenhofseite des Fürstenbaus befindet sich die Jagdgalerie, welches die steinerne Kemenate mit der Lutherkapelle verbindet. Sie entstand, als der Fürstenbau Ende des 15. Jahrhunderts erweitert wurde.
Die alte, jetzt im Inneren liegende Gebäudeaußenmauer zeigt neben spätgotischen Portalen auch Reste romanischer Fensterrahmungen. In den Vitrinen befindet sich eine Auswahl von Steinzeug und Fayencen des 18. Jahrhunderts aus fränkischen und thüringischen Manufakturen. Eine besondere Gruppe sind die Kreuzener Krüge, deren brauner Scherben in lebhaftem Kontrast zu den kräftigen Emailfarben der Dekore steht. Vom Fremdenkorridor führt der Weg über eine Treppe zum zweiten Obergeschoss in die Wohnung des Herzogspaares. Die Wohnräume der Kinder und der Gouvernanten befanden sich im Dachgeschoss. In der Etage darüber lagen weitere Zimmer für Bedienstete. Beide Etagen sind heute nicht mehr zugänglich. Im nächsten Video seht ihr dann die herzoglichen Wohnräume wie den Salon der Herzogin, das Kranachzimmer, das Lesekabinett, den Speiseraum und noch vieles mehr. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Interessantes über die Herzöge erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!